der Fokus sich dann auf Paulus zu bewegt. Almost all of chapter 13 is a record of his sermon in the synagogue of Antioch. So ist fast das ganze 13. Kapitel ein Bericht über seine Rede, die er in der Synagoge in Antiochien gehalten hat. We have both are recorded of healing a lame man. Bei beiden wird festgehalten, wie sie einen lahmen Mann geheilt haben. In chapter 3, of course, Jesus is Peter going in through the temple gate, and there's a lame man, and he's raised up. In Kapitel 3, da geht Petrus durch das Tor des Tempels und da sieht er einen lahmen Mann und er wird geheilt. But also we have Paul going into the city of Lystra. Und dann haben wir Paulus später, der in die Stadt Lystra kommt. And he heals a lame man. Da heilt er einen lahmen Mann. Now they think that Paul and Barnabas are Greek gods, and they had to make sure they put that right. Daraufhin denken die Leute da, dass Paulus und Barnabas griechische Götter sind und sie müssen das echt erstmal klären. And you have both had this confrontation. Beide, Petrus und Paulus, haben eine Konfrontation. The tragedy of Ananias and Sapphira. Die Tragödie mit Ananias und Sapphira. How they had lied and they died. Wie sie eine Lüge erzählten und starben. And in Cyprus you have this sorcerer Bar Jesus who was confronting Paul. Und auf Zypern gab es diesen Wahrsager bei Jesus, der sich mit Paulus angelegt hat. And he is blinded because of that. Und der mit Blindheit geschlagen wird. And then they both have unique healing powers attributed to them. Bei beiden wird auch beschrieben, wie sie eine einzigartige Heilungskraft hatten. We read in chapter 5 how the power of God was so evident, Peter's shadow could come on someone and they're healed. In Kapitel 5 sehen wir, dass Gottes Kraft so mächtig durch Petrus wirkte, dass selbst sein Schatten, der über einen Menschen fiel, die Person heilen konnte. And in Ephesus, it seems that these cloths that Paul would use to I don't know what he did, blow his nose or what, but whatever, they went out and people were healed through them. Und in Ephesus, wahrscheinlich in Kapitel 19, haben irgendwelche Tücher, die Paulus hatte, Heilungskraft Gottes übertragen und Leute wurden dadurch geheilt. And both of them are attributed to be casting out demons. Von beiden wird auch geschrieben, dass sie Dämonen ausgetrieben haben. There's a more general reference to Peter in chapter 5. In Kapitel 5 wird es eher so allgemein über Petrus gesagt. But a clear example when Paul was in Philippi with the slave girl in chapter 16. Es ist ein ganz klares Beispiel in Kapitel 16, wo er in Philippi war und den Geist aus einer jungen Sklavin ausgetrieben hat. Both of them, it's specifically said that they prayed that people would be filled with the Holy Spirit. Bei beiden von ihnen heißt es ganz spezifisch, dass sie gebetet haben dafür, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Peter and John went to Samaria to pray after Philip had done his evangelism work there. Petrus und Johannes sind nach Samaria gegangen, um dort für Menschen zu beten, die durch Philippus, den Evangelisten, zum Glauben gekommen waren. And when Paul went to Ephesus, he found some followers of Jesus. Und als Paulus nach Ephesus kam, da fand er dort Gläubige vor. They had been baptized by John the Baptist. Jesus-Nachfolger, die von Johannes dem Täufer getauft worden waren. And he prayed that they would be filled with the Holy Spirit. Und er hat für sie gebetet, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. Both had an encounter with a sorcerer. Beide hatten ein Aufeinandertreffen mit einem Wahrsager. In chapter 8 you have Peter with Simon of Samaria. In Kapitel 8 Petrus mit Simon von Samarien. This man wanted to come and buy power. Ein Mann, der zu den Aposteln kam, um Macht zu kaufen. And then we've also met Bar Jesus in Cyprus. That was a sorcerer encounter too. Und dann wieder dieser Wahrsager bei Jesus aus Zypern, oder Zauberer, der dort
both saw someone raised from the dead. Beide, Petrus und Paulus, haben erlebt, wie Gott durch sie jemanden von den Toten auferweckt hat. Chapter 9, there was this widow that was so appreciated, and Peter raised her from the dead, Dorcas. In Kapitel 9 gab es eine Witwe, die von allen so geschätzt wurde, und Petrus erweckt sie wieder von den Toten. And then we have this unfortunate young man in chapter 20 that fell asleep during Paul's speaking. Und dann der arme junge Mann, der während einer Predigt von Paulus aus dem Fenster gefallen ist, weil er eingepennt ist. And he died, but don't worry, he was raised from the dead. Dann starb er, aber keine Sorge, er wurde wieder auferweckt. And obviously they didn't have any health and safety rules. Scheinbar hatten sie da noch keine gute Richtlinien, um Menschen vor sowas zu schützen. But the other thing is, both of them, it's recorded that both of them knew miraculous escapes from prison. Und es wird auch erzählt, dass beide auf wundersame Art und Weise aus dem Gefängnis entkommen sind. Peter in chapter 12, we put there by Herod. Petrus in Kapitel 12, als Herodes ihn in den Knast gesteckt hatte. And of course Paul and Silas in prison there in Philippi when the whole prison shook. Und dann später Paulus und Silas in Philippi, als das ganze Gefängnis gewackelt hat. Now, I think that Luke is doing a number of marvelous things in both Luke and Acts. Ich denke, Lukas benutzt viele interessante Techniken in Lukas und Apostelgeschichte. But I think that this comparison is very deliberate. Und ich glaube, dieser Vergleich ist vorsätzlich. And for those who, Theophilus and others who would have heard this particular book read, und für Leute wie Theophilus und andere, denen dieses Buch vorgelesen wurde, it would be showing that this person, the Apostle Paul, had an equivalent significant ministry as Peter that was actually with Jesus. denen hätte das gezeigt, dass dieser Mann Paulus einen gleichwertigen Dienst hatte wie Petrus, der damals bei Jesus gewesen ist. Now, the structure that most people connect to is the geographical structure. Die Buchstruktur, die die meisten Menschen überzeugt, ist die geografische Struktur. Luke has a very clear geographical structure. Und das Buch Lukas hat eine sehr klare geografische Struktur. Galilee, Galiläa, and then about 10 chapters of the journey to Jerusalem, und dann 10 Kapitel über die Reise nach Jerusalem runter and then Jerusalem. und dann in Jerusalem selbst. And Acts picks up that. Und dort macht Apostelgeschichte jetzt weiter. We begin in Jerusalem, Und es geht los in Jerusalem. and then the message spreads out of Jerusalem into Judea and Samaria, Dann verbreitet sich die Botschaft aus Jerusalem heraus nach Judäa und Samarien. and then it expands to the north to Antioch, and there's waves that brings it further and further out to ending in Rome. Dann verbreitet sie sich in den Norden nach Antiochien und dann immer weiter in immer größeren Wellen bis nach Rom. And you see this geographical expansion by Luke with a very clear goal, and that is the center of the known world. Und wir sehen diese geografische Ausdehnung in Apostelgeschichte, und das Ziel war das Zentrum der damals bekannten Welt. And so I just want you to be aware of these different structures, Und es ist mir wichtig, dass ihr euch bewusst seid über die verschiedenen Strukturen. because with Acts, I want to actually look at it in a different way. Denn ich möchte mir mit euch zusammen Apostelgeschichte auf eine andere Art und Weise anschauen. And that is, what Luke does is he has various summary statements as the book unfolds. Lukas bringt nämlich immer mal wieder so einen zusammenfassenden Satz, eine Aussage im Laufe des Buches. And so you see the exciting story unfold, Man liest so, wie diese begeisternde Geschichte weitergeht, and then it's like he just pauses and you have a summary, und dann legt er kurz eine Pause ein und fasst das nochmal zusammen. and then you're off on a new part. Und dann geht es weiter in einem neuen Teil. And we will come across those different summaries as we go through.
wir werden uns diese zusammenfassenden Aussagen anschauen, wenn wir durchs Buch gehen. And so let me just pause. Any questions so far? Habt ihr Fragen? Can you speak more about this guy Theophilus and his role to? Yes, I can give the speculation. Ich kann dir von einer Spekulation erzählen. And the fact is, we really don't know. Fakt ist, wir wissen nicht wirklich. His name, Theophilus, means lover of God. Wir wissen nicht wirklich, wer das ist. Sein Name Theophilus bedeutet Gottes Liebender. And so some people think that he doesn't really exist, but rather Luke is saying, I'm writing this to all who love God. Manche Leute denken deshalb, dass Theophilus gar nicht existierte als bestimmte Person, sondern dass Lukas hier an alle schreibt, die Gott lieben. Now, the fact that that's his name is very convenient, because I'm sure that Luke is doing that. Es passt sehr gut, dass Theophilus dieser Name die Bedeutung hat, denn sicherlich tut Lukas das auch. But he is presented as a specific person. Aber hier wird er doch dargestellt als eine bestimmte Person. And the fact that in Luke he has the title Excellent Theophilus. Und der Fakt, dass im Lukas-Evangelium er als exzellenter Theophilus angesprochen wird, shows that he was a person of some importance. zumindest auf Griechisch, zeigt, dass er eine Person von einer bestimmten Bedeutung war. I can't put my finger on it. I can. Chapter 24 of Acts, 24 in Apostelgeschichte, when you have the trial of the Apostle Paul, während des Gerichtsverfahrens über Apostel Paulus, the Roman governor was Felix. war der römische Statthalter Felix. During Jesus' time, of course, it was Pilate. Zu Jesu Zeit war es natürlich Pontius Pilatus. But he had gone, and now we had Felix. Der war nicht mehr da und jetzt war Felix Statthalter. And there was the Jewish people had brought a lawyer with them. Die Juden brachten einen Anwalt mit sich. Chapter 24, verse 1. In Kapitel 24, Vers 1 sehen wir das. He was called Tertullus. Er hieß Tertullus. And when he begins his accusation against Paul, Als er seine Anklagerede gegen Paulus anfängt, he begins with that title, Your Excellency. beginnt er mit diesem Titel, Ihre Exzellenz, oder auf Deutsch übersetzt, sehr verehrter. And that was a title of honor for someone of who had rank and standing in the system. Das war ein Titel im Römischen Reich, der für Menschen, die einen bestimmten Rang hatten, einen ganz bestimmten Rang. Now, when it comes to the kind of book that Luke wrote, Wenn man sich anschaut, was für eine Art von Buch Lukas geschrieben hat, it would have taken a lot of work to do that. das hätte eine Menge Arbeit erfordert. Have any of you written a book? Hat jemand von euch schon mal ein Buch geschrieben? Have any of you written a 1,000-word paper? Habt ihr schon mal eine Arbeit geschrieben mit 1000 Worten drin? Or a 25,000-word, 10,000-word paper? Oder 10.000? You know, you write these papers, it's a lot of work. Wenn man so eine Arbeit verfasst, ist das schon ein Haufen Arbeit. For my undergraduate degree, I had to write a 10,000-word paper. Als Teil von meinem Studium musste ich eine Arbeit über 10.000 Worte schreiben. And that's not really very long, Und das ist gar nicht so lang eigentlich. but it was a lot of work. Aber es hat eine Menge Mühe gekostet. And when people did this kind of writing, sometimes they would have patrons. Wenn Menschen sich an so ein Werk machten, dann hatten sie manchmal einen... A patron is someone who actually provides the finances so that they can dedicate their time to write it. Jemand, der die Finanzen bereitgestellt hat, damit sie ihre Zeit dafür widmen konnten, dieses Werk zu verfassen. I remember reading about
Gordon Fee, the scholar Gordon Fee. Ich weiß noch, wie ich mal von Gordon Fee gelesen habe, das ist ein Bibelforscher. He's written a very influential commentary on 1 Corinthians. Der hat einen sehr einflussreichen Kommentar geschrieben über den 1. Korintherbrief. And in his testimony, the reason he was able to take a whole year out to write that commentary Und er beschreibt, warum oder wie er ein ganzes Jahr einsetzen konnte, um diesen Kommentar zu schreiben. is because someone financed him to be able to do that. Und zwar, weil jemand die Finanzen dafür gesponsert hat, dass er das tun konnte. And so some people think that Theophilus was Luke's patron, and that's why it's dedicated to him. Und so denken manche Leute, dass Theophilus Lukas Patron, sein Geldgeber war und dass es deswegen ihm gewidmet ist. Okay, just one more thing and then I'll come back to you. When you look at the emphasis of Luke and Acts, Wenn man sich anschaut, worauf die Betonung liegt im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, it's clear, I think, that Luke has a number of goals with what he's writing. so kann man meiner Meinung nach mehrere Absichten erkennen, weshalb Lukas schreibt. But one thing he is very clear on is that Jesus is innocent. Etwas, was er ganz klar darstellt, ist, dass Jesus unschuldig ist. I mentioned already that 3 times Pilate declares Jesus not guilty. Wie ich erwähnt hatte, 3-mal macht Pilatus die Aussage, dass Jesus unschuldig ist. When you look at this element of what we call principality, emphasis, de-emphasis, Und wenn man sich also anschaut, worauf der Großteil des Buches verwendet wird, in Acts you get a lot of space given to Paul and his trial. so sehen wir, dass in der Apostelgeschichte ganz viel Platz Paulus und seinem Gerichtsverfahren gewidmet ist. Before Felix and Festus, Seine Verfahren vor Felix und Festus and the king of and Agrippa the second. und Agrippa dem Zweiten. And the conclusion is, if Paul hadn't appealed to Caesar, he could go free. Und schlussendlich kommt dabei raus, wenn Paulus sich nicht auf den Kaiser berufen hätte, dann hätte man ihn freilassen können. And in both books, the problem it's clear that the problem is not Christians or Jesus; it's the Jews. Und in beiden Büchern ist ganz klar, dass die Problemverursacher nicht Christus oder die Christen sind, sondern die Juden. It's the Jews that caused the riots and the Jews that caused problems in Jerusalem. Die Juden, die diese Unruhen hervorrufen und die Juden, die in Jerusalem Ärger machen. And so it seems there is at least some element in Luke and Acts to vindicate both Jesus, Christians, and especially the Apostle Paul from any charge of anything bad. Und es scheint, als ob es sowohl im Lukas-Evangelium als auch in der Apostelgeschichte Elemente gibt, die dazu dienen sollen, Jesus, die Christen und vor allem den Apostel Paulus freizusprechen von den Anklagen gegen sie. And if Theophilus was a Roman dignitary of some kind, Und wenn Theophilus jetzt ein hoher römischer Beamter war, it could be part of the purpose could be as a defense of Paul and of Christianity. so könnte Teil des Grundes sein, warum diese Bücher geschrieben wurden, dass es eine Verteidigung ist von dem Christentum und von Paulus. Now, there is more going on, In diesen Büchern passiert auch noch einiges mehr. because we wouldn't need all the parables and all the teaching. Wir bräuchten zum Beispiel im Evangelium nicht all diese Gleichnisse und all die Lehre Jesu. So there isn't a desire to edify and build people up. Es gibt also auch die Absicht, Menschen aufzubauen und zu lehren. So that's a long answer to a short question, Das war also eine lange Antwort auf eine kurze Frage. saying we're not sure, but these are some of the thoughts. Wir sind uns nicht sicher, was es mit Theophilus auf sich hat, aber das sind einige Gedanken dazu. You have another question? Yeah, but I don't know if anyone has another question. Go for it. The thing is, how we can know about like the response from the letters that the apostles write for To the churches? to
the churches and to, for example, to this, like how we can know the response of of everything through all of these stories that apostle will share to them. Like I mean, behavior spiritually. I know that they were living through persecution and everything. How we know about like the response, like the responses of them in their daily lives and how this change. There's a way that we can have a good guess, Wir können eine gute Vermutung anstellen. and the reason we can assume they responded well to his letters Der Grund, warum wir annehmen können, dass sie gut reagiert haben auf diese Briefe and the fact that they did relate to them und überhaupt, dass sie darauf reagiert haben, is because we still have them. ist, dass wir sie heute immer noch haben. Now, if the Apostle Paul, I don't know, if he wrote to Philemon, for example, Wenn zum Beispiel der Apostel Paulus dem Philemon geschrieben hat and Paul says, show kindness to your slave, und Paulus Philemon darin schreibt, behandle deinen Sklaven liebevoll. if Philemon had got that letter and said, oh, stuff you, I'm not going to do it, Wenn Philemon gesagt hätte, ja, rusch mir den Vogel runter, das mache ich nicht, that letter would not probably still be around. dann hätten wir den Brief heute wahrscheinlich nicht mehr. If the church at Colossae had not responded to the apostles' exhortation to avoid false teaching, Wenn die Gemeinde in Kolosse nicht reagiert hätte auf Paulus Korrektur, nämlich dass sie falsche Lehren vermeiden sollen, but they had said, no, we're going to actually go after this false teaching, wenn sie gesagt hätten, nee, es sind genau diese falschen Lehren, die uns interessieren, then I don't think they would have kept the letter. dann hätten sie diesen Brief wahrscheinlich auch nicht aufbewahrt. Now, when you come to study 1st and 2nd Corinthians, Wenn ihr dann zu 1. und 2. Korinther kommt, you will discover that there's a letter that Paul sent that the church didn't respond to. so werdet ihr sehen, dass Paulus auch einen weiteren Brief geschickt hat zu dieser Gemeinde, darauf hat die Gemeinde nicht reagiert. And interestingly, we don't have that letter. Und interessanterweise haben wir jenen Brief nicht mehr. We just know the kind of thing it contained because Paul tells us. Wir wissen nur so in etwa, was in diesem Brief geschrieben war, weil Paulus das nochmal kurz wiederholt. But then he sent another letter that we call 2nd Corinthians, and they did respond well to it. Und dann schickte Paulus einen weiteren Brief, den wir als den 2. Korintherbrief kennen, und darauf haben sie dann gut reagiert. And so that, I think, is the best evidence that people responded well. Ich glaube, das ist der beste Hinweis darauf, dass die Menschen gut darauf reagiert haben. Great questions. And a great place to stop. Das ist ein guter Punkt, jetzt anzuhalten. So I'm going to pray that you would respond well to, not my letter, but the teaching. Und ich bete jetzt dafür, dass ihr gut reagiert, nicht auf meinen Brief, aber And especially to the scripture. vor allem auf das Wort Gottes. Father, we want to thank you for this man Luke, who lived so long ago, but he, like us, was a follower of Jesus. Thank you for the effort and the time he put into writing these two particular books. Thank you for the many people that copied these out over and over again until we had printing presses. Thank you for those who translated this into a language that we can understand. We're so grateful for your providence and protection of your word down through the centuries. I pray that we will be people with soft and open hearts to hear your the promptings and leadings of your Holy Spirit in our lives, that your word would shape us, shape our thinking, our understanding and our actions.
please, as these students continue with their small groups and their different assignments, would you be meeting them in your word? We pray in Jesus' name. Amen. Amen.